Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Vanillerostbraten macht, und zwar richtig klassisch nach Wirtshaus, bürgerlicher Wirtshausküche Wien, was eigentlich gar nichts mit Vanille zu tun hat, dann bleib's jetzt dran. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Herbes Kitchen. Hier am wunderschönen Minigolfplatz in Kachel am See. Heute ein bisschen bei kälteren Temperaturen und ein bisschen verregnet, aber es macht nichts. Ich habe eine wunderschöne Fleischlieferung gekriegt, und zwar eine schöne Rinderlende mit ein bisschen Rostbraten und natürlich mit einem Andrako. Und was passt besser in unsere Kollektion als wir einen wunderschönen Rostbraten in die alpenländische Küche? Und zwar, ich werde euch heute einmal einen Vanille-Rostbraten zeigen. Und zwar, das ist wirklich ein altes, klassisches Gericht aus Wien, eine gut bürgerliche und Wirtshausküche. Und zwar, wir brauchen da dafür mal die Rinderlende oder das Beirit, die hohe Beirit und die niedere Beirit. Und da, wo der Deckel ist, man nennt es auch Ribei, ist der sogenannte Rostbraten. Und da schneiden wir uns jetzt einmal ein schönes Stück raus. Und da machen wir einen wunderschönen Rostbraten. Und zwar einen Vanille-Rostbraten. Vanille-Rostbraten hat nichts mit Vanille zu tun, sondern da man auf die Seiten. Schaut, wie schön marmoriert. Wahnsinn, wunderschönes Fleisch von Almochsen. Das habe ich von Peter Ressel, von Benek Bayern, von unserem Metzger bekommen. Und das kann man auch weiterverarbeiten. Und zwar den Strang nehme ich wieder her für Ragout oder für Gulaschsuppe. Das Zipferle da hinten nehme ich für Bœuf Stroganoff her. So, das tun wir mal auf die Seite und dann nehmen wir mal ein neues Brettel. So, dann nehmen wir ein neues Brettel her. Dann nebenbei schalten wir schon die Pfanne ein. Dazu gebe ich heute einmal so richtig kärntnerisch eine Polenta-Scheiben, man nennt auch bei uns das den Sterz, eine Polenta-Scheiben schön angebraten, ein bisschen Gemüse, was ich vorblanchiert habe, Karotten, Blumenkohl und Brokkoli. Und das brauchen wir dann für die Sauce. Vanille-Rostbraten deswegen, weil der Knoblauch die Vanille des armen Mannes früher war. Und durch das, dass die Oberschicht die Vanille sich leisten hat können, aber die Unterschicht nicht, dann hat man einfach dieses Gericht ein bisschen aufgewertet und hat es Vanille-Rostbraten genannt. So, das tun wir leicht plattieren. Wir tun das etwas pfeffern. Und salzen. Schaut, wie schön das wunderbare, schönes Stück Fleisch. So soll der Rostbraten auch sein. Dann gehen wir her. Dann auf einer Seite nur, dann wir ein bisschen mit Senf bestreichen. Nur auf einer Seite. So. Und wir gehen her und tun es nur auf einer Seite melieren. So, dann nehmen wir ein bisschen Butterschmalz her. Und ganz bisschen Olivenöl. So. Und da werden wir jetzt unseren Rostbraten geschwind scharf anbraten. Also nur auf einer Seite melieren, weil sonst würde uns auf der anderen Seite das Mehl verbrennen. 6. Und schon legen wir es rein. Und das haben wir richtig scharf anbraten. Und das ist wieder wirklich ein fantastisches Gericht aus unserer Rostbraten-Kollektion. So, in der Zwischenzeit können wir da ja schon hergehen und die Polenta-Scheiben auch in Olivenöl mit anbraten. Polenta ganz einfach, Polenta kochen und dann auf ein bisschen an Bergkäse runter reinziehen mit Zwiebel, Olivenöl, Wasser, Salz, kochen, dann auf ein bisschen Bergkäse runter reinziehen. Und dann gehen wir her und tun da einfach nur noch auf ein Blech ausstreichen, in den Kühlschrank rein, kalt werden lassen und dann einfach ausstechen. Und dann habt ihr wirklich wunderschöne Polenta-Scheiben. In der Zwischenzeit können wir ja auch schon mit ein bisschen Brühe, ich habe da ein bisschen Hühnerbrühe, unser
Gemüse. Das können wir ruhig noch ein bisschen kleiner machen. So. Unser Gemüse mit angehen lassen. Da tun wir auch noch ein bisschen Butter mit runter rein. Und ein bisschen Muskatsalz und Pfeffer. Und das war's. Mehr braucht das Ganze nicht. Und ihr werdet sehen, das wird ein fantastisches Gericht. Das richtig schön scharf auf einer Seite einmal anbraten, dann drehen wir es um. Und dann tun wir es für ein paar Minuten in den Ofen bei 52 Grad zwischenbacken. Warum 52 Grad? Weil bei 52 Grad das Fleisch nicht weiter gart. Es ist wie ein Holdomat. So. Da schauen wir auch. Die tun wir auch schön nebenbei wunderbar schön anbraten. Und das Gemüse lassen wir auch schön kommen. Und ihr seht, das ist wirklich keine Hexerei, einen wunderschönen Vanille-Rostbraten zu machen mit schön mit Knoblauch. Jetzt haben wir einmal den Esterhazy-Rostbraten gemacht, wir haben den Zwiebelrostbraten gemacht. Jetzt kommt der Vanille-Rostbraten dran. Und das nächste Mal werde ich euch einmal den Scheradi-Rostbraten zeigen. Und natürlich auch den Znaimer-Rostbraten. Dann gibt es noch den Paprika-Rostbraten, den Jäger-Rostbraten. Und wir werden wirklich so im Laufe der Zeit die ganzen Rostbraten durchmachen. Und so, da legen wir schon ein bisschen Butter mit rein. Und das war's. Das lassen wir jetzt einfach nur fertig ziehen. Das können wir dann auch noch ein bisschen aufmontieren. So, da haben wir ein bisschen Salz, mit Pfeffer dazu. Und etwas gemahlenen Muskat. Unterstützt die ganze Sache. So. Seht ihr, und da wird ein wunderschönes Buttergemüse. Und das wirklich nur blanchieren. Ein paar Minuten in heißem Wasser blanchieren. Das passt noch ein bisschen. Und lasst ihn ruhig noch ein bisschen. Weil das legen wir dann nochmal in die Soße mit rein. Lasst ihn ruhig noch ein bisschen ins Rohliche gehen. Schaut, wie schön der gebraten ist. Wunderbar. So, und das tun wir jetzt einmal zwischenbacken auf einen Teller. Und wir tun das zwischenbacken. Bei 52 Grad einfach in den Ofen rein. Einen Teller habe ich auch schon wieder angewärmt, damit wir das nachher anrichten können. So, in der Zwischenzeit haben wir ja gesagt, machen wir da unsere Soße. Und zwar, da gehen wir her. Rote Zwiebeln. Ansortieren. In den Bratensatz, was da war. So, nebenbei schauen wir immer wieder auf unsere Polenta-Scheiben. Die drehen wir nochmal um. Lassen wir da auch schön anbräunen. So, dann geben wir schon einen Knoblauch dazu. Und zwar in Scheiben geschnitten. Es soll ja Vanille-Rostbraten sein. Das heißt, die Vanille ist in dem Fall der Knoblauch. Und zwar die Vanille des armen Mannes oder der einfachen bürgerlichen Schicht gewesen. So, dann können wir schon hergehen und mit ein bisschen Rotwein ablöschen. Ich nehme da einfach einen burgenländischen Zweigelt her, leider einen österreichischen. Und das lassen wir ein bisschen mit einkochen. Seht ihr, es ist wirklich watschen einfach, überhaupt keine Hexerei. Es geht wunderbar, es geht wunderschön. Lassen wir einfach schön ein bisschen die Weinsäure rauskommen. So, dann gehen wir her. Und ich habe da wieder einen Bratenschü, und zwar diesmal aber einen Rindsbratenschü, also von Rindsknochen und Rindsabschnitte. Ihr könnt auch eine Rinderbrühe hernehmen, ihr könnt einen Kalbschü hernehmen oder eine normale braune Grundsoße. So, jetzt schauen wir mal, wie viel das wird. Ah, wunderbar. Wunderbar. Echt schön. Schön Soße. Und das lassen wir jetzt ganz kurz ein bisschen kommen. Und da
lassen wir nur auf Temperatur ziehen. Das war's. Das ist die ganze Hexerei von ein bisschen Gemüse. Also wirklich ein paar Minuten blanchieren, mit kaltem Wasser abschrecken, damit die Farbe erhalten bleibt. Und das war's. So, schaut's, jetzt kriegt es eine schöne Farbe. Da können wir jetzt auch ausschalten, das lassen wir nur noch fertig ziehen. Und da gehen wir her. Da haben wir jetzt noch ganz leicht ein bisschen Senf dazu. Aber nur wenig. Es soll keine Sauce Robert werden, also eine Senfsoße, sondern es soll nur ein bisschen Geschmacksunterstützung werden. So, da mal schön mit rein. Und das ist wirklich der ganze Zauber von einem wunderbaren, schönen Vanille-Rostbraten. Ein fast vergessener Klassiker, den sieht man ganz selten auf einer Karte. In Wien eventuell noch, dass man im Wirtshaus auf der Karte sieht, aber sonst ist er wirklich verschwunden. So, jetzt lassen wir einfach ein bisschen mitgehen, und zwar der Knoblauch soll noch ein bisschen knackig bleiben. Wir wollen das einfach nicht verkocht haben. So, dann können wir schon hergehen und ganz leicht mit ein bisschen Sahne montieren. Ihr könnt auch Creme fraiche hernehmen, ihr könnt auch Sauerrahm hernehmen. Und das lassen wir noch weiter ein bisschen einkochen. So. Das ist wirklich watschen einfach. Ihr seht wirklich, ihr könnt das wirklich à la Minute machen. Ihr könnt auch da ein Kartoffelpüree dazu geben. Ihr könnt da Serviettenknödel dazu geben. Ihr könnt wirklich auch eine Bratkartoffel oder eine Speckbohne dazu geben, wie bei meinem Zwiebelrostbraten dazu geben. Also da bleibt euch wirklich alle Grenzen offen. Oder wenn ihr ein paar schöne Bandnudeln habt oder eine Spiralnudel, eine Fusilli könnt ihr dazu geben. Also es geht wirklich wunderbar. So, dann können wir schon hergehen und unseren Rostbraten legen wir wieder da rein. Schatz, den legen wir jetzt wieder mit rein und lassen ihn ein bisschen mitziehen. Nebenbei immer schauen, dass da nichts passiert. Ja, schaut, wie schön die werden. Da können wir ruhig hergehen. Ihn ein bisschen einkochen lassen. Dann habe ich da noch Butter. Die Butter da auch noch mit rein montieren. Gibt eine schöne Bindung. Den drehen wir mal ganz kurz um und lassen wir auf der Seite noch mal ein bisschen einschießen. Und das ist wirklich die ganze Hexerei. Ah, schön. Und so eine super Qualität. Das ist Werdenfelser Almochse. Also wirklich ein wunderbares, schönes Stück Fleisch. Und das schneide ich einmal an, damit er euch zack. Schatz. Wunderbar. Schön rosa. Und so wollen wir ihn haben. Und das war's. Das war's. Das war's. Ihr seht ja eh, wie weich der noch ist. So. Und jetzt können wir ihn schon anrichten. Können wir schon auf die Seiten tun und können wir ihn schon anrichten. Und das war eigentlich die ganze Hexerei von einem Vanille-Rostbraten, der was wirklich in Vergessenheit geraten ist. Ich liebe ihn ja sowieso. Ich liebe eigentlich jeden Rostbraten. Dafür bin ich ja, wie man so schön sagt, ein gelernter Österreicher. Und wir Österreicher lieben ja den. So, den werde ich jetzt einmal ganz kurz die Soße noch mal probieren, ob noch was fällt. Ganz leicht. Ein bisschen noch pfeffern. Und wirklich nur eine Prise Salz. So, das war's. Das war die ganze Zauberei von einem wunderschönen Rostbraten. Und zwar einen Vanille-Rostbraten, ein vergessenes Stück. Und probiert es den einmal daheim nachmachen. Ihr werdet begeistert sein, was das für wunderbare, schöne Sachen sind. So, dann brauchen wir da noch einen Löffel zum Anrichten und dann brauche ich da noch einen Löffel zum Anrichten. So, dann gehen wir schon an ins Anrichten. Und zwar, wir holen das schöne Stück Rostbraten raus. Legen ihn wunderschön aufs Teller. Und weil ich so gerne ein Schöpferle habe,
Natürlich können wir damit einen Schöpferl anrichten. So. Okay. Schaut, wie einfach, wie schlicht gehalten das ist. Und dieses Knoblauch, Zwiebel, das kommt so schön, das kommt so wunderbar. Dann haben wir ja unsere schönen Polenta-Scheiben. Wie gesagt, ihr könnt auch andere Beilagen hernehmen, das ist auch kein Problem. Wunderschöne Polenta-Scheiben. Ganz klassisch, ein bisschen ins Kärntnerische eine. Bei der Kärntner ist er bekannt für sein Sterz und der Steirer eigentlich auch. So. Dann tun wir da noch wunderschön unser Gemüse herlegen. Hoppala. Naja, das passiert. Das passiert. So. Unser Gemüse herlegen. Und wir geben noch ein bisschen Liebe mit oben drauf. Und das war wirklich einfach gehalten. Einen schönen Vanille-Rostbraten, den was ihr wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht kennt oder vielleicht glaubt, dass das mit Vanille gemacht wird. Nein, es ist mit Knoblauch gemacht, weil einfach der Knoblauch die Vanille des einfachen Mannes war. So, es war mir wieder eine Ehre für euch aus meiner Rostbraten-Kollektion, aus der typisch alpenländischen Wiener Küche, ein wunderbares Gericht zu zeigen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert vielleicht unseren Kanal, damit wir ein bisschen größer werden. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, für euch so ein klassisches Produkt zu kochen. Dankeschön.